So, okay, wir springen weiter. Ich habe immer noch keine Ahnung, worum es geht, was es mit diesem Spiel auf sich hat oder irgendwas. Ich will nur mal Leertaste zum Springen drücken, aber man kann nicht springen, glaube ich, in diesem Spiel. Was war das gerade? Okay, es kostet auch nicht mehr Mana als das andere Zeug. Das wurde extrem hart beworben zu seiner Zeit. Ich habe das nur ich habe das nur bei Google gesehen, sonst habe ich davon gar nichts mitgekriegt, dass es dieses Spiel überhaupt gibt. So, kann ich mit Kurt eigentlich reden? Greenblood, do you need something? Brauche ich etwas? Oh, ich kann ihn fragen, was ich schon mal einsam gefühlt habe. Das ist bestimmt eine gute Frage. I wondered if you ever felt lonely. I always do. Why, do you want to rectify this? Also er sagt, er fühlt sich immer einsam und fragt mich jetzt, ob ich daran etwas ändern möchte. Ihm sagen, dass du geglaubt hast, ihm all die Jahre über gute Geschäfte geleistet zu haben. I hope to have kept you good company for all these years. After all, we were always together. And I valued your friendship. But I thought you were referring to another kind of company. And to be honest, you and Konstantin aren't exactly my type. Anything else? Ah ja. I must leave you. Er hat gemeint, sind die tot? Die sehen ziemlich tot aus, ne? Okay, wenn die Leichen schon in der Straße liegen, ist das, glaube ich, kein gutes Zeichen. Also, ich glaube, die Great Departure heißt wirklich, dass hier wirklich alle abhauen, oder? To my help and death to the others! Wer sind die denn? Ja, die haben so lustige Möglichkeiten. Drink a potion. Niemals! Ja, die können mich treten. Ich warte hier auf meinen Mana weg. Oder ich warte, bis Kurt die Kinder kaputt haut. Okay, wer waren die jetzt? Okay, sie haben auch nur 3 Gold bei. Ein dicker Schmiedehandschuh. Okay. Weil ich kann die Sachen noch zerstören? Warum sollte ich das tun wollen? Der hat ganz schön grimmig geschaut, weil du bist nicht mein Typ. Machen wir sich gegenüber dem Vorgesetzten? Ja, das war schon ein bisschen... Das ist ein bisschen auffallend, oder? Du bist nicht so mein Typ. Okay, dicker Schmiedehandschuh ist einfach besser. So, kann ich die Waffe... Achso, warte mal, ich habe noch einen Stachelhammer, fällt mir gerade so auf. Fähigkeit benötigt? Ah, Voraussetzung Einhandklinge. Schwere Einhandwaffen darf ich? Was ist das denn eigentlich für eine Magieklasse? Novizenring, also... Achso, aber mit welcher Taste hole ich denn meine Nahkampfwaffe raus? Ich habe ja offensichtlich eine. Ich habe da nicht aufgepasst. Das wird wahrscheinlich nicht... Hä? Achso, oh, das war meine Spezialfähigkeit gerade. Na gut, die ist jetzt wieder verbraucht. Mit Q. Ja, aber trotzdem, wie hole ich denn meine Nahkampfwaffe raus? M vielleicht? Ne, M ist natürlich logischerweise gerade. Okay, wir gucken. Ich gucke jetzt nach, wie ich meine Nahkampfwaffe raushole. Kann nicht so schwierig sein. Yes. Ah ja, hier. Zorn. Okay, Zorn ist cool. Parade ist... also Parryen, was ich ganz einfach schon mache, das ist anscheinend sehr alt. Ist dann leicht. Schleichhaltung ist 10. Das werden wir schon noch brauchen. Ziel anvisieren. Ist wahrscheinlich nicht so unwichtig. So, Zielwechseln ist mir auch alles egal. Codex ist N, auch nicht unwichtig. Schneller Schnellspeichern. F5, F8. Kampfstil wechseln ist V. Es gibt also verschiedene... Und wegstecken ist X, das sollte man jetzt auch noch ran, ne? Aber es steht hier nicht so direkt, wenn man die Waffe rausholt. Okay, warte mal, ich drücke einfach mal V, mal sehen, was passiert. Ah ja! Ah, okay. V ist also Dings. Gut. Gut, haben wir das auch rausgefunden. Munition? Achso, für die Waffen. Inventare, Falle. Das kann man keine Fallen legen. Cool. Gut, hier haben wir so die gewohnt. Also wir haben anscheinend irgendwelche Banditen aufgestöbert. Die hier wahrscheinlich in der Armut leben. Die hätten ganz lustige Mäntel. Wenn die sahen so ein bisschen verschlissen aus. Dass hier über so Leichen rumliegen, finde ich auch ein bisschen beunruhigend. Ja, also das ist so 20 Jahre Niedergang, die sieht man denen an, ne? Also ich nehme an, dass bei diesem großen Aufbruch, dass dir wirklich alles abhaut, was irgendwie abhauen kann. Weil hier draußen rennen ja nur noch so ein paar Wachen rum. Und alle anderen Leute werden wahrscheinlich alle mit dieser großen Flotte weghauen, oder? Weil, guck mal, die anderen Leute sehen doch hier komplett hinüber aus. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. Ich habe mich im Palast gesehen, naja. Kann man hier bei irgendwelchen Punkten einbrechen? Okay, es ist wie so ein Spiel mit zigtausend Zu- und Türen, das mag ich ja nicht. Anders würden wir nie fertig werden. Selbst der Markt sieht ja unfassbar zerfallen aus. Also ein bisschen, das hätte ja wohl keinen aufgehalten, das Zeug hier wegzuräumen, oder? Das ist ja richtig verfallen hier.
So, kann ich mit ihm hier handeln? Oder ihr, was er sagt. Also diese Schnabelmaskentypen, von denen stehen die ganz schön viele rum. Dafür, dass ich mit denen nicht interagieren kann. Das kommt bestimmt noch, aber trotzdem. Das ist auffällig. Have a nice day, sire. Na gut, sie tut. Okay, die sind hier. Okay, eventuell ist das, wie ist das Zeug? Malikor ist vielleicht nicht das gleiche, was die anderen Leute hier haben, weil es hieß doch was mit Pandemie, oder? Oder ist es eigentlich ist es eher eine Epidemie, wenn es nur hier ist, oder? Weil die Leute hier sehen... Oh. Die da hinten sehen noch fit aus, aber auch ziemlich kaputt. Ah, guck mal, sie ist im Gesicht auch so kaputt. Ach, deswegen gibt es bestimmt die Schnabelmaskentypen, weil das halt die Pestdoktoren sind. Also wortwörtlich, nehme ich mal an. Ich kann mit denen noch nicht reden. Ich nehme an, die da hinten sind in Quarantäne. Ja, aber scheint ja nicht so doll ansteckend zu sein, oder? Wenn wir hier noch... Oh. Er sieht aus, als würde es zu den Wachen gehören, aber trotzdem... Na, ich bin mir sicher, das erfahren wir noch. Wir haben noch hier den Glossar. Okay, anscheinend haben wir nicht den Glossar. Ja, noch mehr Leute. Die sehen so ein bisschen aus wie Hexenjäger, die Typen hier. Okay, diese Person lebt aber noch. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Hm. Das Ding ist, dass das letzte Mal, dass ich mit dieser Art von Stil zu tun hatte, war ein Magic-Set. Und da sahen die Vampire so aus. Das muss ich die ganze Zeit gerade denken. Das sieht da auch zum Beispiel aus. Das gibt das Magic-Set Ixalan. Und da kommen die Vampire quasi aus der alten Welt. Und das spielt ja eigentlich in so einem Südamerika-Nachmache. Und, oh, die haben Waffen. Ernsthaft? Ich kann mal die abfangen? Cool. Ich kann Einschusslader abwehren. Oh. Ich würde euch gerade die Nahkampfwaffe ausprobieren. Wo ist denn Kurt? Der ist ja schon wieder hin. Kurt? Was ist denn so meine Hände so rot? Kurt. Okay, Kurt hat es anscheinend geschafft. So, kriege ich jetzt die Waffe? Ich habe bestimmt nicht die Fähigkeit dafür, oder? Ein Banditenhut. Den hat Kurt auch, ne? Aber das ist kein Dreispitz. Ich will einen Dreispitz haben, verdammt. Ich hoffe, dieses Spiel hat ein Transmog-System. Obwohl, das ist eher unwahrscheinlich, ne? Weil... Warum sollte ein Singleplayer-Spiel ein Transmog-System haben? Eine einzelne Goldmünze. Hier drinnen gibt es nichts außer ein bisschen Stroh. Irritierend. Aber schön, dass wir in jeder Ecke Banditen finden. Benachrichtigen den Botschafter von Telen über deine Abreise. Was ist das andere hier? Benachrichtigen den Botschafter von Brückenlängs über deine Abreise. Okay, gut. Das ist ganz cool gemacht, dass du die Quest direkt auf der Karte, also du kannst sie angucken und kannst sie markieren. Das ist sau praktisch. Okay, gibt es erst, sind einfach nur leere Hütten. Halte ich mich ja nicht von alleine? Kiefernharz, Leder, Weißton. Wenn man jetzt craften könnte. Hauptsache hier stehen irgendwie so Gemälde rum. Irritierend. Ich weiß übrigens nicht, warum mein Stasis-Zauberspruch eigentlich überhaupt Schaden macht. Deswegen bin ich jetzt gerade einmal im Kreis gerannt. Ja, in der Tat. Also ich glaube, wir werden hier aus der Sirenen nie entkommen. Einfach, weil ich... Ich habe doch eine Karte. Achso, ich war quasi schon richtig. Ich hätte nur weiter nach unten laufen müssen. So, der Botschafter, Haus der Fontaine-Familie, Brückenallianz. Ich nehme an, das Haus der Fontaine-Familie ist total relevant. Oh, jetzt ist ein bisschen gut. Achso, ich kann einfach spammen und Sachen einsammeln. Das ist natürlich viel schneller, als es zu drücken. Ja, also dass hier Leichen einfach so in der Straße rumliegen, ist schon ein bisschen unhygienisch. Außerdem, ich brauche Lifestyle. Das geht so nicht weiter. Ich hätte gerne eine Minimap. Ich kann ohne Minimap eigentlich nicht so richtig. Ich brauche das einfach. Wer ist das? Achso, da kam ich ja her, ne? Greetings, Your Excellency. Ja, grüßt euch. Die Leute sehen schon ein bisschen verzweifelt aus. Was aus denen wird, die hier? Was aus denen wird, die nicht mitfahren? Platz der Prinzen. Okay, warum brennt hier? Ach, das ist Leichenverbrennung. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Ein bisschen enttäuschend, dass die alle mal die gleichen drei generischen Sätze sagen, obwohl sie hier halt wahrscheinlich gerade ein Angehöriger verbrennt. Oh, hello, Your Excellency. It is an honor. Oh, und die halt einfach stumpf vor diesem riesengroßen Scheiterhaufen steht und sagt, naja, Have a nice day. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make... Das ist ein bisschen sehr enttäuschend. Oh, die Schilder sind noch sehr verfolgt. Ach, guck mal, hier ist sogar Orientierung. Botschaft von Telen, Brückenallianz und Schenke und Hafenviertel. Ah ja.
Na gut, dann tun wir mal politische Dinge und, guten Tag. Der blubbert hier fröhlich vor sich hin. Botschafter Sahin, grüß dich. Your Excellency. Lord de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Ich frage mich ein bisschen, was diese ganzen Kamerawechsel mal mitten im Dialog sollen. Also auf jeden Fall, das ist der Botschafter der Brückenallianz und der ist ein bisschen überrascht, dass sie so schnell abhauen. Und er freut sich, dass wir jetzt hier diese Aufgabe genommen haben, meint, dass wir ein bisschen jung sind noch, aber das passt schon. Und er hat noch eine kleine Sorge und das hat irgendwie gedacht, wir könnten uns noch was kümmern. Und zwar gibt es irgendwie einen Alchemisten, der aber gar kein echter Alchemist ist, sondern irgendwas verkauft, was er Panacee nennt und das ist schlimmer als die Krankheit ist. Und wir sollen uns darum irgendwie kümmern. Ich kann noch was nachfragen. Der Brückenallianz zum Beispiel, was weißt du darüber? Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sad, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors, but our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Ah ja. Also was er erzählt hat, ist relativ kurz gesagt. Die Brückenallianz ist halt ursprünglich, wollten die nur irgendwie sich eigentlich selber schützen. Und das Ganze hat sich dann aber ein bisschen entwickelt. Und weil sie auch Informationen ausgetauscht haben, sind sie jetzt quasi das wissenschaftlich Führende. Also sie sind quasi die Araber im goldenen Zeitalter. Da gibt es einen eigenen Wikipedia-Artikel dazu übrigens. Beziehungsweise Händlerkongregation. Could you give me your understanding of the relations between the congregation and the bridge? Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is by all means a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. Ah ja, also er meint, dass die Händler, also die Brückenallianz hat gehofft, dass die Händlerkongregation ihm irgendwann mal beitreten würde, hat es aber nicht gemacht. Wir können das respektieren, hätten es aber gerne anders gehabt und auch wenn es bedeutet, dass sie mit denen ihren Feinden
kommunizieren. Jetzt fahren wir noch nach der Insel. The Bridge Alliance has been on Tir for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied, and the fauna wondrous. We discovered animals that we had never ever seen before. Some are bigger than houses. But they're not the only occupants of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. Naja, also ja, die Brückenallianz ist schon ein bisschen länger auf der Insel, aber ist auch erst 15 Jahre her. Und er war selber noch nicht da, hat es noch nicht geschafft. Und es gibt da eingeborene Tiere, die nie vorher jemand gesehen hatten. In der Mitte ist ein großer erloschener Vulkan. End of story. Dann fragen wir noch nach Teleme, was auch immer Teleme ist. And what of your war with Teleme? It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tir. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Teleme has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare. But one day they will inevitably take place. Ah ja, also er meinte, dass sie sind schon ziemlich lange mit dem Krieg und das hört irgendwie nicht auf und die sind anscheinend Fanatiker, die ganze Welt konvertieren wollen, aber deren Stadt auf der Insel ist ziemlich weit weg. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Also anscheinend nennt man alle Leute Lord hier. Okay, gut. Kann ich hier noch irgendjemand reden? Nö. There are some days when you'd rather get drunk all day than have to suffer through this again. Ah ja, also an manchen Tagen möchte ich einfach nur betrinken, um Ruhe zu haben. Judy, das waren die ersten. Dann müssen wir noch woanders Diplomatie betreiben. Und zwar irgendwo da vorne. Den Benachrichtigungen, den Botschafter von Themenleben. Mal sehen, wie sie so drauf sind. Wenn die religiöse Fanatiker sind, würde ich ja damit rechnen, dass die vielleicht nicht ganz so herzlich sind oder vielleicht eher so einen kühlen Professionalismus haben, dass die halt dich dulden. Oh, ein Schatz. Oh. Was so? Alter bestickter Wams, jawohl. Warte mal, was? Altes geschwärztes Hochschwert, da war gerade alles drin. Moment. Ja, den nehmen wir. Der sieht doch gleich wesentlich besser aus. Achso, wir haben leider immer noch kein Cape gefunden. Wir haben ein... Jawohl, ich habe den Dreispitz gefunden. Wuhu. Verschissener Stahlhammer. Okay, das Schwert kann ich nicht tragen. Da müssen wir noch was tun. Das ist die Schwertgeschichte. Wir brauchen noch bessere Stiefel. Du stimmst dagegen, die Angehörigen zu verbrennen? Ja, du musst ja nicht alle brennen, oder? So. Gut, jetzt gehe ich mit meinen neuen Dreispitz nach Teleme. Was ist hier los? Die beten hier einfach nur. Ja, hinten irgendwelche Schartan. Das ist schon eine sehr, sehr sympathische Stadt. Mal sehen, wie der Gegensatz dazu denn aussieht. Okay. Ach, das ist Kurt. Ist noch nur eine Wache. Greetings, Your Excellency. Aber Hauptsache, hier stehen irgendwelche Passanten drin. Okay, wie wollen wir die jetzt einschätzen? Welches Klischee die sind? Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tir on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you, and your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter. Tell me more about it.
and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time. Far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Also, das ist ja Frau sich auch ganz häufig zu sehen. Meint auch total toll, dass wir befördert wurden. Und generell überhaupt, klasse. Und dann hat er uns von erzählt von irgendwelchen Heretikern. Also anscheinend sind die Italiener, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn die hier irgendwie sich alle Kardinal und Kardinäle nennen, dann gehe ich mal davon aus, dass die uns hier den Glauben an Gott näher bringen wollen. Ja, und auf jeden Fall gibt es irgendwelche Ketzer, die hier rum sind. Die wollen sie unbedingt verfolgen hier in einer neutralen Stadt. Weil das kann ja nicht sein, dass irgendwo auf der Welt Ketzer rumrennen. Und deswegen, und die wollen irgendwie auch weiterziehen. Das müssen wir natürlich auf jeden Fall verhindern, nicht, dass die Ketzer irgendwo hinkommen. Und angeblich würden sogar wir die ganz schlimm finden. Na gut, dann fragen wir nochmal wegen Sachen nach. Ptolemy, was hat's damit auf sich? Could you tell me anything about Ptolemy? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet. And give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Ptolemy are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. Ah ja, also sie haben ein leichtes Problem mit internen Streitigkeiten. Das sind in der Tat die Fanatiker, sie beten irgendwie den Ursprung der Magie an. Und sie haben anscheinend noch eine Menge Magier. Also gehe ich mal davon aus, dass ihr religiöser Krieg durchaus auch leicht bewaffnet ist. Was sehr schlecht für die Leute ist. Und sie haben da so eine relativ orthodoxe Glaubensauslegung. Und innen drin haben sie halt so die leichte Gefahr eines Schismas. Das mal wieder schön Bildungstum Wörterbücher. Ach, fuck it. Folgende Situation. Ich saß vor ein paar Jahren in der S-Bahn in Berlin. Ich kam gerade aus dem Urlaub aus Teneriffa und mir gegenüber saßen irgendwelche Hipster-Mädels und Jungs. Und die haben sich über irgendwelchen Hipster-Quatsch unterhalten. Auf jeden Fall die Gesprächsfetzen, wo ich noch mal kurz reingehört habe, war, und der wusste nicht mal, was Schisma bedeutet. Und ich denke mir so, okay, was? Hol mein Handy raus, Schisma, ja, richtig unnötig. Also Schisma ist ein ein Zerwürfnis einer Glaubensgemeinschaft. Ich weiß nicht, ob es zwingendermaßen eine Glaubensgemeinschaft sein muss, aber ist auf jeden Fall so eine innere Trennung ist es. Irgendwie. Und das ist halt, ja, das ist ein Wort, das kennt man auf jeden Fall. Das benutzt man täglich. Aber ich habe halt jetzt diese Story, wo ich das ranbinden kann. Dessen erinnere ich mich halt daran. Na gut, wie steht ihr zur Kongregation? Oh, das Wort will ich noch öfter stolpern. What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Ptolemy, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained.
Ah ja. Also anscheinend sind wir der beste Handelspartner von diesen lustigen Fanatikern hier. Und sie haben eigentlich nur an sich nur zwei Beschwerden. Erstmal, dass wir Häresie erlauben. Nein, wie können wir nur? Weil wir nicht, aber anscheinend sterben wir Stück für Stück aus, weil die Leute zu denen wandern. Also es ist auch nicht so klug, mit denen großartig zu handeln, aber naja, wahrscheinlich handelt sonst keiner mehr mit uns. Und naja, und dass wir mit der Brückenallianz reden, finde ich auch ein bisschen uncool. Ich kenne das Wort ausgeführt am Kingdom de Willemens, da wird auch noch das abendländische Schisma erwähnt, wenn mehr als einen Papst gibt. Der Gegenpapst und der Gegenpapst. Na gut, wie steht Teleme zu Terfrade? How's Teleme faring on Terfrade? We built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult, disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. Ah ja. Also er meint, dass sie den Ort an dem Punkt gebaut haben, wo eventuell ihr Prophet gestorben ist oder beziehungsweise begraben wurde. Und die können auf jeden Fall versuchen, die native Bevölkerung zu überzeugen und generell überhaupt freuen sich ganz doll darüber, wie toll das mit der Insel läuft und sie kriegen jeden Tag neue Jünger. Aber es gibt ein paar Kreaturen und vom dämonischen Kult hat er auch noch zwischendurch was gehört, also alles gut. Brückenallianz? How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front. Without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it. And on Terfrade? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The Bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. Ah ja. Also er meint, dass es, I must der be Insel gab es noch keine Kämpfe, Farewell, aber sonst Excellency. ist das ganze Land durch den Kämpfen May mit der the Brückenallianz light verwehrt. guide you, Desade. Ja. Also es ist alles total toll mit der komischen Diplomatie hier. Also sie mögen sich immer noch nicht. Aber sie hatten keine Kämpfe, weil anscheinend hat die Brückenallianz irgendwie die Dorfis aufgebracht da in der Gegend. Also keine Ahnung, was da los ist. Wir werden bestimmt noch sehen. So, weiter erkunden beim nächsten Mal.